Wir waren 3,5 Wochen in den USA und hier war wirklich alles dabei. Unter anderem das Sightseeing, ein Trip ins Casino, der Fiebertraum von New York City bis hin zu uns Backstage beim Puya-Konzert und mein erstes Mal in der Shooting Range. Okay, Mignon, wo geht's hin? Nach LWM und dann nach Washington. Genau. Ja, wie unerwartet das gerade war. Erst war nach 069. 069. Achso, ja, muss man auch mal dazu sagen, mein eigentlicher Zug geht von Gießen über Kassel-Wilhelmshöhe nach Hamburg, ist aber gesperrt aktuell, deswegen musste ich umsteigen in Frankfurt. Gut, dass ich von Gießen aus nach Frankfurt gefahren bin, von Frankfurt aus nach Hamburg, jetzt von Hamburg geht der Flug nach Frankfurt und dann geht's nach DC. Genau. Theorie, jetzt wird ermordet! Asag, öffne die Höllenpforten! Hier knallen Pistolen, während die Rap die Bohr stellen! Ich bin der Zuhälter! So Freunde, wir sitzen jetzt wieder in Frankfurt. Wir sitzen jetzt noch hier für 20 Minuten oder so. Dann fängt Boarding an und dann geht's in den Flug Richtung DC. Ich freue mich drauf. Mein erster Langstreckenflug und mein erster Flug außerhalb von Europa. Daumen hoch. 1200 Gramm Schnurf im Dickdarm vom Nigerian. Was ist für die Asags, für die Straßenninjas? Für die mit den Skimasken auf dem Motorrad Ninja? Warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Das ist Weibermusik und da wird's früher dunkel, was eine Frage behindert. So, wo sind wir? In DC. Oder in Arlington, vielleicht sogar? Arlington, um genau zu sein. Wir sind jetzt in den USA. Geil. Das ist voll schön, es sieht komplett anders aus. Vielleicht auch, weil es einfach woanders ist. Ja. Was bringt uns überhaupt hierher? Urlaub einfach mit Freunden und Amerika generell mal zu sehen. Genau das bringt uns hierher. Wir besuchen hier Freunde in USA. Kann man sich natürlich hier auch mal wir müssen hier bleiben. DC angucken, beziehungsweise Arlington. Und Washington DC, klar, auch Daumen hoch. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit weg, vielleicht Washington. Ja, und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück, doch ich schlüpft gerade in die Air. Und wer liest, macht den iPod an und alles, was ich höre, ist. And then that big building is the casino that we're going to. That's the casino. Yeah. You mentioned Washington DC. I thought I heard Washington DC. Okay. Oh yeah, like a week ago they found a dead body in a trunk in this parking garage. What? Oh, fuck. Yeah, and Caleb parked like right next to it. Damn. Casino's a fun place, but it's also a very sad place. Yeah. Especially like the slot machines. You'll see like some of the same people sitting at like the exact same slot machine Ja. all the time. Okay, Freunde, ihr habt's gesehen. Wir sind im Casino. Es ist komplett geisteskrank, riesig. Allein hier diese Sportsbar ist größer als das größte Casino oder Spielo, in der ich mal in Deutschland war. Also es ist komplett gestört. Aber wir werden natürlich hier spielen gehen. Also, ich habe gesagt wir. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich hier die ganze Truppe. Und ich möchte euch einmal alle vorstellen hier. Ganz rechts auf jeden Fall Patrice, haben wir schon gesehen. Patrice, willst du was dazu sagen? Was soll ich zu das sagen? Was jetzt? Dich selbst vorstellen. Ach so, ja, ich bin Patrice. Alles klar, Patrice ist Patrice, dann ist gut. Hier haben wir Maddie. Hi, I'm Maddie. I'm American. I don't know what he's saying. Genau, ich sag's einfach auf Deutsch alles, damit es hier keiner versteht. Und das ist Caleb. Hello, I'm Caleb. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier im Casino und gespielt wird mit seinem Geld. Also er hat heute Morgen Poker gespielt, ist 700 ab und hat das dann mit uns We run it up. geteilt. Understood that one. Yeah. We run it up. We run it up.
hopefully it's Genau. Aber bevor wir jetzt zum Gamble kommen, möchte ich euch ja mal erklären, woher ich die Leute überhaupt kenne und wie lang. Und dabei kenne ich Patrice, mit dem ich in die USA geflogen bin, tatsächlich seit der 5. Klasse, also schon Ewigkeiten. Aber Maddie und Caleb auf der anderen Seite habe ich beide nur über Patrice kennengelernt und tatsächlich nur über eine Handvoll Nachrichten im iMessage-Chat und ein paar Snaps. Also dass die beiden uns eingeladen haben, für 3,5 Wochen bei denen auf der Couch zu pennen und Caleb uns sogar seinen Gewinn von Casino zur Verfügung gestellt hat, um damit gamble zu gehen. Die Menge an Gastfreundschaft kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. So Caleb and Maddie, if you're watching this video, I can't thank you enough for letting us sleep at your place and Caleb for letting us gamble with your money. So, let's go. Are you ready? I'm ready. We're gonna run it up. Yeah, we run it up. The sun is up, so wet it down. Get your money up. I put money down on all of us, on my people now, on what I love. Ooh, baby, it's dangerous. Your problems are just not the same to us. We're dealing with things you ain't seen before. We're feeling the weight of our ancestors. We're healing with ways that don't last for long. Don't have but the time and it obvious. No help for the weak, but the liquor strong. Plenty here, boy, for all of us. Now bring out the drums in this bitch, and my homies got rich doing shit that they said wouldn't work. So run it up. The sun is up. To run it down. Get your money up. Neben den Slotmaschinen waren Caleb und ich auch an den Blackjack-Tables, aber da durften wir leider nicht filmen. Was ich aber auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass es ganz okay lief. Unabhängig davon waren Caleb und Maddie aber auch arbeiten und hatten nicht so wie Patrice und ich Urlaub, also haben wir uns unabhängig erstmal die Stadt angeguckt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung DC von Arlington aus und schauen uns dann da das White House an, Lincoln Memorial, die üblichen Sachen, die man halt kennt, beziehungsweise schon mal von gehört hat. Auch absolutes Chaos hier. Hier ist alles dabei. Mit Donald Trump. Okay, da hat er gerade die Maske abgenommen. Mist, genau am falschen Zeitpunkt. Yo dog, what up? Also so nah war ich noch nie an einem Eichhörnchen. Also das ist komplett crazy. Also das ist auf jeden Fall echt krass hier. So viele Kirschblüten. Dann MLK hier. Und die ganzen anderen Kirschblüten einmal komplett rum. Das ist echt krass. Yo Freunde, was geht? Aaron Tricks ist wieder am Start, Alter. Ja, gut, los geht's. Ich bin hier mit dem Leimfahrrad unterwegs, also beziehungsweise wir sind mit dem Leimfahrrad unterwegs. Patrice ist hinter mir, ist noch nicht da. Und ja, ist ein bisschen sketchy, weil ich das erste Mal auf so einem Leimfahrrad sitze. Aber wir fahren jetzt hier 11 Minuten mit diesem Fahrrad durch DC. Das wird witzig. Perfekt. So, damit sind wir hier angekommen. Hier auf der anderen Seite ist keine Parkzone. Auf der Seite ist auf der anderen Seite keine Parkzone. Und hier ist genau ein Streifen, wo wir parken dürfen. Deswegen parken wir auch hier. Aber wo sind wir jetzt mit den Limebikes überhaupt hingefahren? Und zwar sind wir angekommen an dem Arlington Cemetery. Hier gibt es einmal die Gräber von den verstorbenen Soldaten und auch das Grab von John F. Kennedy. For that paper, I'm liquid.
Wir sind auf jeden Fall hier bei Topgolf. We are going to play Topgolf Angry Birds. Same concept of Angry Birds when you play on your phone. But instead, it's real life. We are the Angry Birds. It's go time. To you cowards, then it's gonna be quick. I know you made up in the Also die Lemon Pepper Wings sind richtig geil. It's really good. Jetzt werden die einmal gedippt. Ranch is good, right? What's your opinion on your food? It is a 9 out of 10. It's really good. Not the best chicken sandwich ever, but still pretty good. Once you guys try Chick-fil-A though, that's the best chicken sandwich. Okay, so we have to go to Chick-fil-A. Geil. Was ist deine Bewertung? 9 von 10, weil man muss immer Platz lassen. Vielleicht weil es eines Tages der allerbeste ist. Stark. Wirkend immer. Also ich würde jetzt hier auch keine 10 von 10 geben. Ich würde realistisch gesehen, lass es eine 7,5 von 10. Ja, solide 8 von 10. So Caleb, what would you rate the sandwich? The sandwich? Well, anytime I go to Topgolf, this is my go-to. It's consistent, it's amazing. It's definitely, I'd say an 8 out of 10, 8.5, maybe a 9, depending on the day. Sometimes you'll eat this and it tastes like it was sent from heaven. I love it. Eine Sache, hier ist ein absoluter Film. Kami in den USA. Ay, y tan bonita que se ve. Yo no sé lo que bebí yo. Solo pienso en tu bebé. Cuando no nunca le volvió. Also hier auf jeden Fall absoluter Film. Beim Kami in den USA. Hier sind so viele Sachen, die in Deutschland gar nicht possible sind, einfach nicht möglich sind. Aber auch Sachen. Einfach komplett wild. Einfach komplett wild. Also Freunde, dieser Car-Meet, das war auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als Deutschland. Hier sind so viele Sachen, die einfach nicht legal werden. Aber absolut geile Geschichte. Und was es zumindest so in Deutschland auch nicht gibt und wir unbedingt sehen wollten, ist Baseball.
Major League Baseball return to Washington, D.C. Ja, wie man sieht, man hat hier ein Jersey bekommen, ganz anderer Film. Perfetto. Nice. Eliminate! Absoluter Film hier. Das ist crazy. Ganz andere Geschichte als deutsche Sportsevents. In der Nähe vom Washington DC gibt es auch das, was ihr vielleicht auf Instagram gesehen habt, und zwar den Flavor Hive Truck. Hier gibt es ein richtig geiles Konzept, und zwar kommt man einfach mit einer Tüte Chips, die wird aufgeschnitten und dann kommen da die Zutaten rein. How you doing? Welcome to Flavor Hive. You came all the way from Germany? Yeah, from Germany. How long was the flight? 10.5 hours. 10.5 hours, wow. Yeah. But it was really cool to see Canada as well. You want all the veggies? Yes, all the three. White sauce and green sauce? Just the white sauce. You don't like spicy? No, like spicy. I mean, I do like it, but not so much. So. You can get it on the side. On the side of? Yes, from the tent though. Okay. Enjoy, boys. Thank you for coming. Thank you. I ain't never been a hoe, cause it boy, you ain't got not lies. 5'5", got a 9, gotta let them most fly. Gotta go get it, go jump out the couch. Also, wie ihr es gesehen habt, ja, die Ruffles Habanero. Hier ist einfach Beef drin. Dann das ganze Gemüse, die weiße Soße und halt die Ruffles. Die Schibossen. Oder um es auf Deutsch zu sagen, ein absoluter Schmackofatz. Daumen hoch. Und neben Washington DC hat die USA natürlich auch noch ein paar andere Städte, die wir unbedingt gesehen haben wollen. Und deswegen haben wir uns alle zusammen auf einen Wochenendtrip gemacht. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music. Wo gehen wir natürlich hin, wenn wir in den USA sind? Fucking Bass Pro Shop. That's crazy. Auf jeden Fall wichtig. The olive one, like with the snapback. Yeah. Auto hat immer Bier in Bier. Also es ist komplett gestört, die Größe hier. Kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen. Hier gibt es auf jeden Fall Bogen. Hier gibt es so Stühle für in die Bäume setzen. Armbrust. Krass. Einfach krass. Hier drüben natürlich. Ganz klassisch amerikanisch. Die Waffen. Also wir haben hier ein paar Fische. Was wir natürlich auch brauchen, sind hier die gepressten Münzen. Natürlich Bass Pro Shop. Ein Centkurs. Let's go. There we go. Bass Pro. Is it the right side? Yes, it's the right side up. Bass Pro Shop. Nice. Nice. Very nice. Very nice. High five. Auch crazy, was die hier für Geräte haben. Also Boote, ATVs, Kappen, Klamotten, Angelruten, Waffen.
alles hier. I'm not a big fan of magnets. Just heard. But Bad Pro Shop. Damit geht's weiter. Weg von dem Best Pro Shop und ab nach New York. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. Very nice. Very nice. Oh, well. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Go to this, go to that. Wie man natürlich sieht, wir sind auch in White Castle. Jetzt auf dem Weg nach New York. Muss man natürlich auch mal stehen bleiben bei White Castle, jetzt wo es das hier gibt. Und jetzt wird reingehauen. Very nice. Geschmacklich auf jeden Fall, ganz klar, eine 10 von 10. Muss man einfach sagen. Ich mag auch diese kleinen Packungen hier, diese für den kleinen Slider. Auch die Größe, 10 von 10. Man mag natürlich auch hier, dass man die Getränke nachfüllen kann. Ich zeig's mal kurz, wenn man es hier sieht. Einfach Maschine zum Auffüllen. Dann hier auch diese Chicken Rings. Auch sehr geil. You have something in Germany that they try to sell like. Gibt eine 6 von 10, wie es fast zeigt. Pommes sind ganz normal. Einfach ganz normal, wie so ein Tiefkühlpommes. Ist okay. Oh, okay. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Es ist New York City. God damn. God damn, it's crazy. Absolut anders. It feels different. It's I've never seen a city that has a feeling like this. Sounds a bit cringy, but damn. But it looks different. In a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill. Top of the heap. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola normal. Lemon tea drink. I've got the ginger honey tea. Steamed pork dumpling. And also the pork bun roasted or baked? I think it's baked. Oh, I have it on the baked. It's baked. This is the one that they're famous for, the pineapple. Oh. I'm gonna try it in a minute. You don't mind, huh? So the pork roll Yeah, we got you. bun thing. Fishy bossing. How do you rate your pork bun on a scale of 1 to 10? I would give it an 8. 8.5. Anybody want to try the famous pineapple one? Take a bite. Wait, do you eat pineapples on pizza? What's wrong with you? Pineapple on pizza is awesome. No. A lot of people say that they like that. Or this one is what they Now we see the difference. It's a good balance. No, that's a nice snack. Listen. That's a nice snack. The pineapple and what other be done. But the pineapple pizza is just it's a no-go. It's a disrespect. No. It's a disrespect. It's a good balance, dude. You got you got like the put jalapenos on there and then pineapple too. So you have sweet and spicy That's not one. and then bacon. No, not sweet and spicy. So sweet and savory. It's the perfect, like the meat, sausage, bacon, whatever. That's your savory. Then you got the pineapple. That's like the perfect balance of sweetness. It's disappointed. Amazing. No, you disappointed me. I think this is the only. You're disappointing me, man.
This is delicious. It's good. I'm gonna burn my mouth. Ich werde meine Fresse verbrennen. I thought we were. Tust du eigentlich Untertitel schreiben oder wirst du das einfach so lassen? Wenn wir Englisch Burning Hard? Yeah, you not get enough time. Yeah. Time. I'll make a brand new start of it in old New York. If I Klassisch von New York. In einzelnen Slice Pepperoni. Bin gespannt. This is the slice. Just snap it. Pick it up. Bon Appetit. Damn. Das ist eine super Pizza. Ich würde grundsätzlich mal sagen, lass es eine 6,5 von 10. Ja, 6,5 von 10 sein. 6,5 von 10 ist meine Antwort. Aber on the go, für den Preis, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Very good. Very nice. Very nice. Jetzt noch die mexikanische Cola. Stark. Stark. Can you say that again? I said this. Yeah, right now. This is when you feel sounds different. It's just New York. Okay. So. Und das ist New York. Er sagt, das hier wäre New York. This is what Beyonce sung about. Ah, okay. So here's the concrete jungle. Where dreams are made of. Or dreams are made of. Beautiful. Look at that. Also this side. That was crazy. Außerdem auch absoluter Film hier wieder. Hier läuft auch absolut Live-Musik von irgendwelchen Straßenmusikern, die gefühlt 10 Kilometer weit weg sind. No, it's just like hard to open them and they were Crazy. That's the song. That's the song. That's the song. Damn. That's it. That's the place. That's the fucking place. I saw that they have an Lots of dopamine, serotonin. Spotify. Damn. City, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo. Ah, yes. My favorite New York cuisine, Olive Garden. Yes. New York City. Sagt der Elmo. All in all, it's a fucking movie. Das ist ein absoluter Film hier. Absoluter Fiebertraum. Crazy. What do you say? Was sagst du? Amazing. Amazing place. It's a movie. It's a film. Sieht aus wie 069. Damn. That's a disrespect. It's unique. 069. Und nach dem Fiebertraumwochenende in New York City ging es zurück nach Washington DC, aber mit einem wichtigen Zwischenstopp. We going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind, we sharpen the sword, and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Auf dem Rückweg von New York sind wir in Philadelphia stehen geblieben. Und wenn wir in Philadelphia stehen bleiben, braucht man sich natürlich
wie man gesehen hat, ein Philly Cheesesteak. Good old classic. So ein geisteskrank geiles Cheesesteak habe ich noch nie gegessen. Das definitiv ein 10 von 10. Man kann kein besseres Philly Cheesesteak holen als in Philly. Fuck a man on the moon. I'm Captain Planet, I'm planet of shrooms. Evacuate the fucking appearances, lyrics, dividends running with red and platoons. All black with ugly man. Just like from Memphis, I'm making a stain. Where are we going? Where do we go? Where do we go? Where do we come from? Where do we go? Where did we come from? Cotton Eye Joe. I think this guy knows. This guy knows. This guy knows. Und steht so. Ich glaube, da geht's hin. Also, wenn man uns hier sieht. Das ist das Shirt. Kevin, I got a surprise for you. You're so good. You got the bathroom. He's dropping mud. What's that? Yo. Aber wer ist eigentlich gerade da rausgekommen? Das ist Kevin. Auch bekannt als der Rapper Puya und gleichzeitig auch der Cousin von Patrice. Und dabei hat Wickler, der Manager, das organisiert, ihn zu überraschen, seinen Cousin wiederzusehen nach über 5 Jahren. Und das in den USA. Und an der Stelle nochmal an alle vielen, vielen Dank, das zu ermöglichen. An der Stelle hätte ich liebend gern das Intro vom Puya gefilmt, aber ich wurde leider von der Security rausgefischt, weil ich eine GoPro in der Hand hatte und die meinen AAA-Pass nicht gesehen haben. Also an der Stelle ist das das Beste, was ich anbieten kann. Are you ready for Puya? How was it? How was the concert? 10 out of 10. 10 out of 10? Absolutely. What do you say? Amazing. Einfach krass. Daumen hoch. Ich gebe 10 von 10. Gibt nichts Besseres. Look at him. Look at me. 2 Dudes mit Camo K1. Wie geht's denn?
at Shooting Range. All right, dude. This should be getting pretty close. Really, two. There it is. There you go. Told you, you go through it quick, man. You go through it quick. How do you say? I was expecting. Yeah. Yeah, too much because of the fear and But it was good, right? It was smooth. Yeah, but look at like. Yeah. It's the it's the. That's the respect of the weapon. Yeah. Yeah, no. One, two, three, four, 1, 2. Country boys don't die alone. Also, wir sind hier in USA, aber wir bringen auch mal ein paar deutsche Drinks bei, falls ihr es nicht kennt. Das U-Boot, das hier ist das U-Boot. Was geht hier ins Wasser? Ja. Exactly. Beer. Jaeger. Mein Drop erstes it in. Mal. Sein erstes Submarine. Mal. Let's try it. Cheers. Cheers. Oh. Gentle. Might as well. Good. Gentle. Gentle. Very gentle. All right, let's hope it's good. Cheers again. Whoa. Hold on. That's actually not that bad. What the hell? Dude, Jaeger actually complements it really well. It's not like it didn't fully dissolve. Wait, that's why they call it a submarine. Because it sits there. Yeah. And it's almost like an air pocket. That's kind of genius. And delicious. Dude, I'm seriously surprised. I thought it was gonna taste like shit, I'm gonna be honest. On a rating scale, 0 to 10. Dude, hold on. Take your time. Out here. Oh, dude. Listen, man, you gotta try this. Nice meeting you. I'm Not right now. not right now. You said it's a Jaeger I'm beer. saying later, sometime you have to try this. Like Is it's it actually it's so surprising. I thought it was gonna be good, and you said don't think that. I didn't think it was gonna be good, dude. It sounded disgusting in my brain, but like Everything with Jaeger sounds disgusting until you have it. that is true. I think it's like a 8.5, like a 9 out of 10. On like a, when it comes to beer, if I drink a beer, I would prefer if it had this because one, you drink regular beer, right? And it's like, all right, cool. I gotta drink like 5 beers before I feel something. Now,
I get beer with a nice little taste, and it's liquor. Yeah. Also, wie ihr vielleicht seht, sind wir hier am Billard spielen. Das ist der letzte Abend hier in USA. Morgen 18 Uhr geht der Flug zurück. Ja, genau das gibt's hier. If you haven't had a submarine, order a submarine. It's fucking awesome. You have something to say? Hello. Kuya. Southside Suicide, Kuya cell phone. That was rude. Arrivederci. What language is that? Hast du was zu sagen? Ich will hier bleiben. Sehe ich genauso. Can I just speak Italian? Okay, it's over there. Alright. I am a little drunk. A little drunk. There was a little bit of some hot to it. No pun intended. Finish it, finish it, finish it. I'll finish it. We won! Woo! Also Freunde, auf jeden Fall wunderschöner Abend. Ja, schade, dass jetzt diese Location hier zumacht, aber it is what it is. Auf jeden Fall war nice. So, und abschließend noch ein kurzes Fazit von diesen 3,5 Wochen in den USA. Es war auf jeden Fall eine 10 von 10 und einfach danke für die Experience, danke für die Gastfreundlichkeit von Caleb und Maddie, danke an Patrice, dass wir überhaupt da in die USA geflogen sind. Danke auf jeden Fall an Victor, Freddy Dread und Puya für das Konzert. Danke für den Fiebertraum in New York City und die Videoclips mit Ammo. Und ich bin auch dankbar für alles, was jetzt nicht in dem Video war und so drumherum passiert ist. Also all in all, vielen Dank für die bisher besten 3,5 Wochen meines Lebens. I will be in Richmond by tonight with so much shame inside me. I just wanna hide me. They wanna hear me sing my songs under light.